Hallo zusammen! Zunächst möchte ich mich sehr für das gewaltige Interesse an meinem letzten Beitrag und den massiven Anstieg der Abonnentenzahl bedanken. Ich bin überwältigt. Die Klimakonferenz in Glasgow steht vor der Tür und deshalb möchte ich in diesem Video über ein Treibhausgas reden, das in den aktuellen Diskussionen unterrepräsentiert ist. Es geht um Methan, jenes Gas, das wir als Erdgas fördern und das auch in der Natur relativ häufig vorkommt. Das Problem, der Methangehalt in der Atmosphäre steigt fast dreimal so schnell wie der von Kohlendioxid. Und wir wissen nicht so richtig warum. In diesem Video möchte ich zunächst die Problematik an sich beleuchten. Mögliche Lösungsansätze und ihre Wirksamkeit werde ich in einem separaten Beitrag erläutern. Wenn euch das interessiert und ihr auch alle anderen zukünftigen Themen nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Erdgas gilt gemeinhin als relativ klimafreundlicher Übergangsbrennstoff, der uns hilft, die Schwankungen erneuerbarer Stromquellen auszugleichen und einen früheren Kohleausstieg zu ermöglichen. Erdgas besteht zu 90% aus Methan und Methan verbrennt mit vergleichsweise geringen CO2-Emissionen. Das liegt daran, dass das Methanmolekül aus 4 Wasserstoff- und nur einem Kohlenstoffatom besteht. Bei allen anderen Kohlenwasserstoffen mit längeren Molekülketten ist das Verhältnis ungünstiger. Bei Propan zum Beispiel, hier rechts, sind es 8 Wasserstoff- und 3 Kohlenstoffatome. Doch mir geht es heute um etwas anderes, nämlich um die Wirkung von Methan als Treibhausgas in der Atmosphäre. Ich werde dabei nicht umhin kommen, einige chemische Zusammenhänge zu erklären und empfehle deshalb, meinen früheren Beitrag Wirkungsgrade noch einmal anzuschauen, den ich in der Beschreibung verlinkt habe. Wenn es um Klimawandel geht, sprechen wir meistens über das Treibhausgas CO2, dessen Konzentration in der Atmosphäre seit mehreren Millionen Jahren im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten zwischen 175 und 300 ppm schwankte. ppm sind Parts per Million, Teilchen pro 1 Million. Seit 1850, dem Beginn der Industrialisierung, hat sie diesen Korridor verlassen. Wenn wir uns die letzten 270 Jahre anschauen, ist die Konzentration von 280 auf 420 ppm angestiegen, ein Zuwachs von 50%. Bei Methan sieht die Kurve deutlich dramatischer aus. Hier haben wir einen Anstieg von 800 ppb auf 1875 ppb zu verzeichnen, also um 135%. ppb sind Parts per Billion, zu Deutsch Teilchen pro 1 Milliarde. Das sind 1000-mal weniger als die ppm bei CO2. Aber Methan hat auch ein sehr viel höheres Treibhauspotenzial. Unsere Atmosphäre ist eine ganz dünne Gashülle, die die Erde umgibt. Bis zur Obergrenze der Stratosphäre sind es nur 50 Kilometer. Das sind gerade einmal 0,4% des Erddurchmessers mit 12.750 Kilometer. Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff und zu 1% aus dem Edelgas Argon. Das sind dann zusammen 100%, weil ich die Stellen hinter dem Komma weggelassen habe. Die noch fehlenden Gase gibt es also nur in minimalen Mengen, deshalb Spurengase. Bei diesen Spurengasen steht an erster Stelle Wasser oder Wasserdampf, wie er in der Atmosphäre vorkommt, wenn es nicht gerade regnet. An zweiter Stelle folgt Kohlendioxid, dann weitere Edelgase, Methan, Wasserstoff, die Stickstoffoxid und Kohlenmonoxid. In der Atmosphäre entstehen dann weitere Moleküle, zum Beispiel Ozon oder das sogenannte Hydroxylradikal, eine sehr kurzlebige Verbindung aus Sauerstoff O und Wasserstoff H,
dessen Wirkung aber enorm wichtig ist, wie wir noch sehen werden. Die Sonnenstrahlen, die die Erde erreichen, umfassen ein ganz breites elektromagnetisches Spektrum, von dem wir nur ein ganz schmales Band als Licht wahrnehmen. Nach links wird die Strahlung immer kurzwelliger, UV-Strahlung schadet unserer Haut, Röntgenstrahlung durchdringt sogar unseren Körper. Wenn solch kurzwellige Strahlung auf die Erde gelangen würde, gäbe es kein Leben auf unserem Planeten. Nach rechts wird die Strahlung energieintensiver. Infrarote Strahlung nutzen wir zum Beispiel zur Wärmebehandlung von Muskelverspannungen, Mikrowellen zum Erhitzen von Speisen. Solche Strahlung erwärmt auch unsere Erde und genau diese Strahlung wird von den Treibhausgasen daran gehindert, wieder hinaus ins Weltall zu gelangen. Alle Komponenten unserer Atmosphäre haben also ihre spezifische Aufgabe. Sie reflektieren und absorbieren. UV-Strahlung zum Beispiel spaltet die Sauerstoffmoleküle in einzelne Sauerstoffatome. Die finden dann in einem Dreierverbund, dem Ozon, wieder zusammen. Ozon wiederum bildet einen wirksamen Schutzschild, der die UV-Strahlung reflektiert und so erst gar nicht in unsere Atmosphäre gelangen lässt. Ganz anders funktioniert das mit der Absorption. Moleküle sind keine starren Gebilde, die quasi leblos durch Raum und Zeit gleiten. Ganz im Gegenteil, Moleküle schwingen, auch asymmetrisch. Sie schlagen ihre Flügel oder boxen gewissermaßen. So können sie Energie speichern, mal weniger, mal mehr. Genau hierbei handelt es sich um Treibhausgase. Wenn es sie nicht gäbe, wäre es auf der Erde um 33 Grad kälter. Insofern haben Treibhausgase zunächst einmal eine Aufgabe übernommen, unsere Erde ein Stück weit bewohnbar zu machen. Für den Treibhauseffekt entscheidend sind also solche Moleküle, die Infrarotstrahlung absorbieren können, indem sie ihren Energiezustand verändern. Neben Fluorkohlenwasserstoffen gehören CO2, Wasser, natürlich in Form von Wasserdampf, Methan und die Stickstoffoxid dazu. Die animierte Darstellung links zeigt Wassermoleküle, die angeregt durch infrarote Strahlung, die von der Erde reflektiert wurde, in erhöhte Schwingungen geraten. Wasserdampf in Form von Wolken spielt eine besondere Rolle im Energiehaushalt der Atmosphäre. Ähnlich wie Ozon reflektiert er die kurzwellige Sonnenstrahlung aus dem All, absorbiert aber auch die langwellige Wärmestrahlung, die von der Erde zurückgesandt wird. Der Nettoeffekt auf den Energiehaushalt der Erde ist eine leichte Abkühlung. Dabei wirken die niedrigen Wolken deutlich abkühlend, da bei ihnen die Reflexion der Solarstrahlung überwiegt, während die hohen Eiswolken einen wärmenden Effekt haben, da sie die Sonnenstrahlung eher durchlassen, die Wärmestrahlung aber auffangen. Bei Wasser überlagern sich also wärmende chemische und kühlende physikalische Wirkungen, weshalb seine Wirkung auf das Klima 1000 Mal geringer ist als die von CO2. Dafür kommt Wasser 10-mal so häufig in der Atmosphäre vor und je wärmer die Atmosphäre wird, umso mehr Wasser verdunstet, was den Wassergehalt der Luft erhöht. Ganz anders sieht das mit Methan aus. Auf 100 Jahre gerechnet ist Methan 25 bis 28 Mal so klimaschädlich wie CO2. Neueste Veröffentlichungen sprechen sogar vom Faktor 33. Bezogen auf die ersten 20 Jahre sind es sogar 84 Mal so viel. Es ist also wichtig, dass Methan so schnell wie möglich wieder zerfällt. Hier kommen die Hydroxyl- oder OH-Radikale zum Zuge, die auch als Waschmittel der Atmosphäre bezeichnet werden. Sie reißen, stark vereinfacht, dem Methan die Wasserstoffatome ab, um selbst zu Wasser zu werden. Das Kohlenstoffatom findet dann schließlich auf Umwegen ein Sauerstoffmolekül und es entsteht CO2. Das Problem: die Konzentration der OH-Radikalen kann man derzeit noch nicht messen. Hier tappt die Wissenschaft noch im Dunkeln, aber tendenziell nimmt ihre Konzentration in der Atmosphäre ab.
So kann man nachvollziehen, warum die Methankonzentration in der Atmosphäre so rasant angestiegen ist. Die Menge des emittierten Methans steigt und die Menge des zerfallenden Methans sinkt. Wie sieht nun die aktuelle Methanbilanz aus? Methan bildet sich immer dann, wenn organisches Material unter Luftausschluss abgebaut wird, etwa in Feuchtgebieten wie Sümpfen oder Reisfeldern, im Magen einer Kuh, in Mülldeponien oder bei der Förderung fossiler Brennstoffe. Fangen wir mit der Gewinnung, Förderung und Nutzung fossiler Brennstoffe an. Da denkt man zunächst an Erdgas, doch den größten Anteil an den Methanemissionen hat die Kohleförderung. Eine wissenschaftliche Studie, die Anfang 2020 veröffentlicht wurde, unterscheidet zwischen aktueller Kohleförderung und Minen, die bereits stillgelegt wurden. Die untersten dunklen Flächen weisen die Emissionen aus, die über die Jahre anfallen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen könnten. Die Flächen darüber beziehen sich auf eine intensivere und längere Kohlenutzung mit dem Ergebnis einer Erderwärmung um 3 Grad. Ich glaube nicht mehr an das Erreichen des 1,5 Grad Ziels und habe meine Geraben deshalb etwas höher gelegt, mit dem Ergebnis, dass wir jährlich 75 Milliarden Kubikmeter Methan aus aktiven Minen emittieren und in stillgelegten Minen immer noch 40 Milliarden Kubikmeter ausgasen. Zusammen sind das 115 Milliarden Kubikmeter oder 83 Millionen Tonnen Methan pro Jahr. Für Erdöl und Erdgas liefert die IEA Zahlen und hat auch Ziele für 2025 und 2030 formuliert. Ich teile den Optimismus nicht und gehe in den kommenden Jahren von rund 67 Millionen Tonnen Methanemissionen aus. In der Gesamtstatistik ergeben sich 150 Millionen Tonnen. Der Landwirtschaft, Viehzucht und den Mülldeponien sind dagegen 240 Millionen Tonnen zuzuordnen. Hier ist der Reisanbau eine große Methanquelle. Auch bei der Erzeugung von Biomasse und Biokraftstoffen wird Methan frei. Feuchtgebiete wie Moore oder Mangroven setzen insgesamt mehr Methan frei als die Gewinnung fossiler Brennstoffe, sind aber gleichzeitig wichtige Kohlenstoffsenken. Auch Vulkane und Meere setzen Methan frei, ebenso wie Termiten und andere Wildtiere. Und dann ist da noch der Permafrostboden, dessen natürliche Emissionen sich vervielfachen würden, wenn er durch die Erderwärmung in großem Maßstabe auftauen würde. Der Abbau von Methan in der Atmosphäre durch die OH-Radikale macht derzeit rund 550 Millionen Tonnen aus. Weitere 50 Millionen Tonnen werden im Erdboden aufgenommen. Aber in Summe geht die Bilanz nicht auf. Die Emissionen summieren sich auf 650 Millionen Tonnen Methan, von denen rund 2/3 menschengemacht sind. 600 Millionen Tonnen werden auf natürliche Weise wieder abgebaut. Die Atmosphäre wird also jedes Jahr mit zusätzlich 50 Millionen Tonnen belastet. Das ist die aktuelle Bestandsaufnahme. Mir war es wichtig, euch erst einmal für das Thema zu sensibilisieren. Es gibt hier viel zu tun und es geschieht auch schon einiges. Aber das nehme ich mir fürs nächste Mal vor. Bis dahin macht es gut und bleibt mir treu. Bis bald und tschüss.